Die Smaragdtafeln von Tod dem Atlanta. Tafel 4. Der Raumgeborene. O Mensch, höre auf die Stimme der Weisheit, lausche der Stimme von Tod dem Atlanta. Reichlich gebe ich dir von meiner Weisheit, gesammelt aus Zeit und Raum dieses Zyklus. Meister der Mysterien, Sonne des Morgens, ewig lebend, ein Kind des Lichts, hell erstrahlend, Stern des Morgens, Tod, der Lehrer der Menschheit, repräsentiert die Ganzheit. Vor langer Zeit, in meiner Kindheit, lag ich unter den Sternen auf dem lang begrabenen Atlantis und träumte von für Menschen unvorstellbaren Mysterien. Dann wuchs in meinem Herzen eine große Sehnsucht, den Weg zu erobern, der zu den Sternen führt. Jahr für Jahr suchte ich nach Weisheit, suchte nach neuem Wissen, folgte dem Weg, bis meine Seele schließlich nach vielen Mühen aus ihrer Knechtschaft ausbrach und entsprang. Frei war ich vom Joch des Erdenmenschen, frei vom Körper flitzte ich durch die Nacht. Weit offen lag schließlich der Sternenraum vor mir, frei war ich vom Joch der Nacht. Nun suchte ich nach Weisheit bis ans Ende des Raums, weit jenseits der Erkenntnis des sterblichen Menschen. Weit in den Raum hinaus reiste meine Seele ungehindert, weit in die Lichtkreise der Unendlichkeit. Fremdartig, unbegreiflich waren einige der Planeten, groß und gigantisch, jenseits der Träume der Menschen. Und doch fand ich Gesetzmäßigkeiten in all ihrer Schönheit, die durch sie und zwischen ihnen wirken, genauso wie hier unter den Menschen. Meine Seele flitzte vorwärts durch die Schönheit der Unendlichkeit, weit durch den Raum flog ich mit meinen Gedanken. Ich ruhte dort auf einem schönen Planeten, harmonische Weisen erfüllten die Luft. Da waren Formen, die sich geordnet bewegten, groß und majestätisch, wie die Sterne der Nacht, die in Harmonie aufsteigen, in geordnetem Gleichgewicht, als Symbole des Kosmischen gleich dem Gesetz. Auf meiner Reise kam ich an vielen Sternen vorbei, mit vielen Menschenrassen auf ihren Welten. Viele erhoben sich hoch wie Sterne des Morgens, und einige fielen tief in die Schwärze der Nacht. Jede und alle von ihnen kämpften sich hoch, erklommen die Höhen und loteten die Tiefen aus. Manchmal bewegten sie sich in den Bereichen der Helligkeit, dann durchlebten sie Dunkelheit auf dem Weg zum Licht. Wisse, o Mensch, das Licht ist dein Erbe. Wisse, dass die Dunkelheit nur ein Schleier ist. In deinem Herzen versiegelt ist die ewige Leuchtkraft, die darauf wartet, den Moment der Freiheit zu erlangen, darauf wartet, den Schleier der Nacht zu zerreißen. Einige traf ich, die den Äther erobert hatten und sich frei im Raum bewegten und doch Menschen waren. Sie nutzten die Kraft, welche die Grundlage aller Dinge ist. Diese hatten weit im Raum einen Planeten erbaut, hervorgerufen durch die Kraft, die durch alles fließt, kondensierend, den Äther verdichtend,
in Formen sich ergießend, die so wuchsen, wie sie es wollten. Ihre Wissenschaft überflügelte alle Rassen, sie waren mächtig durch Weisheit, Söhne der Sterne. Ich blieb lange dort und beobachtete ihre Weisheit. Ich sah, wie sie aus dem Äther gigantische Städte in Rosa und Gold erschufen. Sie wurden geformt aus dem Urelement, der Grundlage aller Materie, dem alles durchdringenden Äther. Sie eroberten den Äther vor sehr langer Zeit und befreiten sich dadurch von der Mühsal Joch. Sie formten bloß ein Bild in ihren Gedanken, und sofort war es erschaffen und wuchs. Weiter dann raste meine Seele durch den Kosmos, immer neue und alte Dinge schauend. Sie lernte, dass der Mensch wirklich ein Raumgeborener ist, eine Sonne der Sonne, ein Kind der Sterne. Wisse, o Mensch, welche Form du auch immer bewohnst, sie ist ganz sicher eins mit den Sternen. Eure Körper sind nichts anderes als Planeten, die um ihre zentralen Sonnen kreisen. Wenn du das Licht aller Weisheit erworben hast, dann bist du frei, im Äther zu scheinen, als eine der Sonnen, welche die äußere Dunkelheit ausleuchten, einer der ins Licht aufgestiegenen Raumgeborenen. Ebenso wie die Sterne im Laufe der Zeit ihre Strahlkraft verlieren, indem ihr Licht in die große Urquelle fließt. Genauso, o Mensch, strebt deine Seele vorwärts und lässt die Dunkelheit der Nacht hinter sich. Du bist geformt aus dem Uräther, erfüllt mit der Strahlkraft, die von der Quelle fließt, begrenzt vom sich verdichtenden Äther, der doch immer fortlodert, bis er endlich frei ist. Hebe deine Flamme aus der Dunkelheit, fliege aus der Nacht, und du wirst frei sein. Ich reiste durch Raum und Zeit und wusste, dass meine Seele nun endlich frei war. Ich wusste, dass ich nun nach Weisheit streben durfte, bis ich schließlich auf eine Ebene kam, jenseits unseres Wissens, der Weisheit unbekannt, die sich ausdehnt jenseits von allem, was wir kennen. Nun, o Mensch, da ich dies wusste, wuchs voller Freude meine Seele, denn jetzt war ich frei. Höre, du Raumgeborener, lausche meiner Weisheit. Weißt du nicht, dass du auch frei sein wirst? Höre noch einmal auf meine Weisheit, o Mensch, denn wenn du sie hörst, magst auch du leben und frei sein. Nicht von der Erde bist du, nicht irdisch, sondern ein Kind des unendlichen kosmischen Lichts. Weißt du nichts, o Mensch, von deinem Erbe? Weißt du nicht, dass du in Wahrheit das Licht bist? Du bist eine Sonne der großen Sonne, wenn du Weisheit erlangst und dir deiner Verwandtschaft mit dem Licht wirklich bewusst bist. Nun gebe ich dir das Wissen, die Freiheit, auf dem Pfad zu wandern, den ich gegangen war. Ich möchte dir wirklich zeigen, wie ich durch mein Streben den Pfad gegangen bin, der zu den Sternen führt. Höre, o Mensch, und erkenne dein Joch. Wisse, wie du dich selbst befreien kannst von den Mühen.
Aus der Dunkelheit heraus wirst du dich erheben, eins mit dem Licht und eins mit den Sternen. Folge immer dem Pfad der Weisheit, denn nur dadurch kannst du dich von unten emporheben. Das Schicksal jedes Menschen führt ihn immer weiter in den Spiralen des ewigen Seins. Wisse, o Mensch, dass der gesamte Raum geordnet ist, denn nur durch Ordnung bist du eins mit allem. Ordnung und Gleichgewicht sind das Gesetz des Kosmos. Befolge dies und du wirst eins sein mit allem. Wer dem Pfad der Weisheit folgt, muss offen sein für die Blume des Lebens. Er muss sein Bewusstsein aus der Dunkelheit ausdehnen und durch den Raum und Zeit in die Ganzheit fließen lassen. Tief in der Stille musst du zuerst weilen, bis du schließlich frei bist von jeglichem Wunsch, frei von der Sehnsucht, in der Stille zu sprechen. Überwinde durch die Stille das Joch der Worte. Enthalte dich des Essens, bis du die Sehnsucht nach Speisen besiegt hast, denn dies ist Knechtschaft der Seele. Dann lege dich im Dunkeln nieder und schließe deine Augen vor den Strahlen des Lichts. Konzentriere deine Seelenkraft an die Stelle deines Bewusstseins und schüttle sie frei von den Bindungen an die Nacht. Bringe vor dein inneres Auge das Bild, das du dir wünschst. Visualisiere den Ort, den du sehen willst. Schwinge vorwärts und zurück mit deiner Kraft und löse die Seele aus ihrer Nacht. Unbändig musst du schütteln mit all deiner Kraft, bis deine Seele endlich frei ist. Unbeschreiblich mächtig ist die Flamme des Kosmischen. Sie steht in den dem Menschen nicht bekannten Ebenen. Sie ist mächtig, im Gleichgewicht und geordnet. Sie ist die Musik der Harmonien, weit jenseits der Menschen. Mit Musik sprechend und mit Farben singend, lodert die Flamme am Beginn des ewigen Seins. Funken dieser Flamme seid ihr, o meine Kinder, brennend mit Farbe und mit Musik lebend. Lauscht der Stimme und ihr sollt frei sein. Das freie Bewusstsein ist verschmolzen mit dem Kosmischen, eins mit Recht und Ordnung des Ganzen. Weißt du nicht, o Mensch, dass das Licht aus der Dunkelheit herausflammen soll, als Symbol der Ganzheit? Bete das folgende Gebet, um Weisheit zu erlangen. Bete für das Kommen des Lichts aus der Ganzheit. Mächtiger Geist des Lichts, das durch den Kosmos scheint, ziehe meine Flamme in Harmonie näher zu dir. Hebe mein Feuer heraus aus der Dunkelheit, du Magnet des Feuers, der eins ist mit dem Ganzen. Erhebe meine Seele, obwohl sie mächtig und stark ist, du Kind des Lichts. Wende dich nicht ab von mir, sondern ziehe mich mit Macht, damit ich in deinem Ofen schmelze, eins mit allem und alles in einem, Feuer des Lebensstroms und eins mit dem Bewusstsein. Wenn du deine Seele befreit hast von ihrer Knechtschaft, dann wisse,
dass die Dunkelheit für dich vorbei ist. Du kannst nun immer da im Raum nach Weisheit suchen, frei von allen Fesseln, die ans Fleisch geschmiedet sind. Auf, auf in den Morgen als freier Blitz, o Seele, zu den Bereichen des Lichts. Bewege dich geordnet, bewege dich in Harmonie, frei sollst du dich bewegen mit den Kindern des Lichts. Suche und erkenne meinen Schlüssel der Weisheit, so wirst du, o Mensch, sicherlich frei sein. Interpretation der Tafel 4. Tod beschreibt in dieser Tafel einige seiner eigenen Erfahrungen während seiner Weisheitssuche. Er gibt auch eine definitive Erklärung über seine Meisterschaft. Die Loslösung seiner Seele von der Verstrickung war die erste Projektion seines Bewusstseins. Durch die so entwickelte Macht wurde Tod befähigt, die Mysterien von Raum und Zeit zu erforschen. Er erforschte andere Planeten und erreichte schließlich den inneren Kreis des Lichts, die erste Dimension. Der Planet der Schönheit war einer der 7 inneren Planeten, die das kosmische Bewusstsein in der ersten Dimension umgeben. Die sich in einer Ordnung bewegenden Formen waren die Kugelkörper von Erleuchteten. Es gelang Tod, in alle Sonnensysteme hineinzugehen und die unterschiedlichen Grade der Entwicklung zu erkennen, die auf den der Sonne nächsten oder von ihr entferntesten Planeten erreicht worden waren. Durch menschliche Wesen wurden jene Lebensformen bestimmt, die von bewusstem Bewusstsein belebt werden, obwohl deren Formen selten die der Erdenmenschen waren. Die Eroberer des Äthers waren die Bewohner von Antares, die gleiche Rasse, die in vergangenen Zeitaltern zur Erde kam. Sie hatten das Geheimnis der interplanetaren Reisen schon längst gelöst, denn sie waren die erleuchtetsten Wesen ihres Sonnensystems. Sie beherrschten Materie und Form, und durch die universale Mutter waren sie imstande, alles zu erschaffen, was sie wünschten. Tod lernte, dass der Mensch ein universales Wesen ist, das in jedem Teil des Raumes existiert und ein wesentlicher Bestandteil des kosmischen Bewusstseins ist. Die Form des Menschen, soweit es seine Materialität betrifft, war eins mit der Urmaterie der Sterne. Ebenso wie Planeten um ihre Sonne kreisen, dreht sich der materielle Körper des Menschen um seine Zentralsonne, die Seele. Wenn jemand sein Bewusstsein von der Finsternis der Unordnung befreit hat, wird er einer jener Meister, die an der äußeren negativen Form arbeiten. Der Körper des Menschen ist aus der Ursubstanz geformt, dem kosmischen Staub, und der Äther, in dem die Planeten schweben, ist ebenfalls kosmischer Staub. Durch das Entschleiern der Mysterien des Raumes werden die Ursachen hinter vielen Manifestationen des Gesetzes erkannt, die sonst nicht verstanden werden könnten. Tod wusste jetzt, dass er endlos den Edelstein der Wahrheit erforschen konnte, bis er schließlich in den nächsten kosmischen Zyklus hinübergehen würde.
Tod war frei, weil er jetzt wusste, dass Wahrheit grenzenlos ist, und nun konnte er in aller Ewigkeit nach Wissen streben. Der Mensch ist nicht wirklich aus Erde oder materiell. In der Endanalyse ist er das göttliche Feuer selbst. Tod gibt den Schlüssel zur Freiheit des Bewusstseins von der Materie, und diese Freiheit öffnet den Weg zu anderen Welten und Ebenen. Ist dies einmal erreicht, ist der Mensch nicht mehr länger gebunden, sondern frei. Nur durch Wissen entsteht die Fähigkeit, sich aus dem irdischen Körper zu erheben und eins zu werden mit dem Licht. Da der Raum geordnet ist und dem Gesetz folgt, muss auch der Mensch in seinem eigenen Wesen Ordnung schaffen. Wenn diese Ordnung und Harmonie aller Teile seines Wesens vollkommen ist er nicht länger an die materielle Ebene gebunden und kann durch seine Harmonie mit dem Gesetz zur kosmischen Ebene aufsteigen. Wenn man sein Bewusstsein vom Körper befreit, ist es am besten, den Solarplexus, das Sonnengeflecht, die Lebensblume des Körpers auszudehnen und die Lebenskraft hindurchfluten zu lassen, damit der Körper vitalisiert wird als Vorbereitung dafür, dass das Bewusstsein ihn verlassen kann, sonst zögert das Bewusstsein, ihn zu verlassen. Dann kommt der Ausschluss von äußeren Sinneseindrücken, dem ein kurzes Fasten vorausgehen sollte. Nachdem du mit dem Willen vollkommene Stille erzeugt hast, sollte das Bewusstsein in der Zirbeldrüse, Epiphyse zentriert und der Bildgedanke oder die Visualisation des Ortes, wo du hinzugehen wünschst, geformt werden. Dann muss eine äußerst starke Willensanstrengung in die richtigen Kurven gelenkt werden und du wirst vom Körper befreit. Das kosmische Bewusstsein ist genau genommen in der ersten Dimension oder Ebene angesiedelt, und seine Harmonie und Ordnung sind derartig, dass der Mensch, solange er noch materiell ist, seine vollkommene Bewegung nicht wahrnehmen kann. Die Seele des Menschen ist ein göttliches Feuer, eine Flamme, die aus dem großen Feuer ausgestoßen wird und doch immer eins ist mit ihr. Licht in der Dunkelheit ist der Mensch, doch abgetrennt in Macht und Ordnung. Das Gebet ist in Wirklichkeit ein Befehl und hat den Zweck, eine Harmonie oder Verbindung zwischen der Seele oder dem Bewusstsein und dem kosmischen Bewusstsein herzustellen. Wenn der Mensch seine Seele vollständig von den Verstrickungen an die Materie befreit hat, ist er nicht länger der Unordnung oder dem Negativen unterworfen und kann Weisheit an der Urquelle der Weisheit suchen.